Ich versuche ein bisschen einzuführen in den Tag. Wir haben ja spannende Referenten, das ist ja hoffentlich auch ein Grund gewesen, sich hier für heute anzumelden, zu gucken, wie machen es denn Kollegen, was machen die, wie machen die das mit Enace. Jetzt sollte das Ding noch funktionieren, wenn man es anschaltet, glaube ich, hilft es auch, genau. Dann ist es so, dass wir sagen können, wir haben ja tatsächlich letztes Jahr war dann wirklich das erste nach Corona wieder live, wir genießen das ja auch. Das neue Dimension mit VR, könnte man sagen, naja, das ist eine sehr spezielle Dimension. Was ist denn seit letztem Jahr an neuen Dimensionen unserer Arbeit noch reingekommen? VR ist ja schon quasi wieder durch. Was hat uns seitdem berührt in unserem KI? Genau. Und deswegen auch mal die kleine Warm-up-Frage an euch alle. Wer nutzt eigentlich im Beruf ChatGPT oder eine andere KI? Beruflich meine ich es schon über das rein private Ausprobieren hinaus. Also der Test, was das auch im Beruflichen könnte, Klammer auf, mit allen Vorsorgemaßnahmen, was das Thema Daten, personenbezogene Daten, mit dem Bewusstsein da auch, dass die Daten ja irgendwo hingehen, wo man sie nicht kontrollieren kann. Manche Use Cases scheiden da erstmal aus im beruflichen Umfeld, manche funktionieren aber eben vielleicht doch. Wer nutzt es? Wer nutzt es nie? Hände mal hoch. Okay. Wer probiert das so einmal pro Monat aus und macht vielleicht den nächsten Versuch? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer macht das eher einmal pro Woche? Oh, es werden ein paar weniger, aber immerhin. Und wer nutzt es täglich? Oh, immerhin. Aurelia. Oh, bei euch, ja? Okay. Jetzt einfach eine Idee. Für welche Use Cases nutzt ihr es? Also zum Beispiel auf jeden Fall Mail-Redaktion, ja. Also für E-Mail, für PowerPoint, Text. Okay. Wir haben schon mal probiert, Weiteranweisung in Fließtext als Prozess KI zu modellieren. Ja. Ganz spannend. Kai, ich hätte noch eine Frage, die du stellen könntest. In welchem Unternehmen ist das reguliert? Also vielleicht genau. Verboten. Ja, gut. Andreas, guter Punkt. In welchen Unternehmen gibt es dazu bereits Regelungen, die eben von Verbot bis zu strengen Geboten sind? Welche Unternehmen haben Regelungen zum Thema KI? Okay. Das ist jetzt noch weniger als so das Gros der Meldung. Das heißt, es ist häufig noch unreguliert. Finanzdienstleister, wie viele Finanzdienstleister sind unter uns? Mal Hände hoch. So. Ich sage nur schriftlich fixierte Ordnung. Ja. Anzahl von Dokumenten, die noch nicht in Prozesse überführt sind, Größenordnung 3000. Ja. So, 3000 Dokumente. Was macht in diesem Fall die DK Bank mit diesen 3000 Dokumenten? Oder andersrum, was machen die Mitarbeitenden mit den 3000 Dokumenten? Das ist ja eine spannende Frage. Wie erschließt man sich diese Inhalte vielleicht anders besser? Ja. Insofern nur ein kleiner Hinweis, da haben wir sicherlich ein paar spannende Themen, was das Thema angehen kann. Ja, wir selber sind tatsächlich nach wie vor alle im Homeoffice. Das heißt, hier zentral in Stuttgart, die ist überwiegend sehr leer und haben aber auch in der Zeit relativ stark Kollegen aufgebaut. Wir haben 21/7 zusätzliche Mitarbeiterinnen, 22 auch 7, 23 jetzt bereits über 10. Das heißt, wir haben es bislang geschafft, toi toi toi, einfach gute Kolleginnen zu finden und auch onzuboarden, tatsächlich in unserer Homeoffice-Organisation. Das geht nicht nur im Homeoffice. Hier seht ihr uns im Kloster Heddersleben. Die Konstanze lebt dort, unsere Marketingmanagerin. Die hat auch ein Videostudio. Da haben wir gedacht, verbinden wir doch mal das Angenehme mit dem Nützlichen. Wir brauchten wieder Fotos von den Mitarbeitern. Wir wollten ein paar Videos machen, ein paar Stories vom Vertrieb. Ja, ich bin auch aufgenommen worden. Und da haben wir gedacht, jetzt machen wir doch mal ein Team-Event dort. Ja, und das sind dann eben auch solche Dinge, wo wir uns alle treffen und wo wir dann alle auch gemeinsam irgendwas tun. Egal ob Fotos oder eben tatsächlich inhaltliche Arbeit. Wobei da dann jetzt auf so einem Event die inhaltliche Arbeit natürlich ein bisschen zurücktritt, sondern eher dann übergreifende Themen, Langfristthemen. Ja, wir wachsen weiter, nicht nur über die Mitarbeitenden, sondern auch über Umsätze und die Kundenanzahl. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Botschaft für alle Kunden, die da sind. Das ist hier einfach, dass wir da eigentlich kraftvoll weiter marschieren wollen. Auch auf der Ecke integrierte Managementsysteme.
Da sind wir auch dabei, uns umzuschauen, ob wir eine wirklich sehr nachhaltige, langfristige Wachstumsstrategie mithilfe eines Investors umsetzen können. Da sind wir mitten in einem Prozess drin. Insofern macht es auch Sinn, über andere Konstruktionen nachzudenken. Das tun wir. Und so oder so werden wir da, glaube ich, für uns alle, das heißt ja für die Mitarbeitenden bei der Intellia, aber auch vor allen Dingen auch für die Kunden, denke ich, auch Zukunftslösungen schaffen, die über das, was wir jetzt auch heute schon tun, hinausgehen und eben Sicherheit und Wachstum ermöglichen. Wie richten wir ein NAS auf die Anwenderbedürfnisse auf? Und das ist eben dieses Thema alltägliche Anwendungsfälle im Organisations- und Prozessmanagement ein Stück einfacher und intuitiver, schneller als andere Tools. Also wirklich sich genau die Use Cases anzuschauen, zu sagen, was löst es denn, was kann es denn unterstützen. Wir haben das Thema Kernzielgruppen ja für uns definiert. Es sind Entscheider- und Nutzergruppen. Jetzt wissen wir ganz genau, die Auswahlprozesse sind die Nutzergruppen, haben durchaus immer einen relevanten Stellenwert, sind aber durchaus nicht die Entscheider. Am Ende wird noch aus anderen Kriterien entschieden. Das heißt, da gilt es auch in den Prozessen, Vertriebsprozessen darauf sehr aufmerksam zu sein. Und was wir eben tatsächlich im Vordergrund haben, ist das Thema intuitive, hocheffiziente Bedienbarkeit. Das heißt, das ist ein sehr wichtiges Thema, aber eben auch jetzt Prozesse und Organisationen als ein digitales Spiegelbild abzusehen, weil wir sind der festen Überzeugung, nur wenn ich das datenbasiert auch wirklich mir dieses Abbild erzeuge, kann ich mit diesen Daten auch letztlich digital arbeiten. Vorgänge, Erinnerung, Automatisierung, die in diesem Umfeld einfache Arbeitserleichterungen darstellen, bis hin einfach Datenbeziehungen, die ich eben transparent darstelle und damit auch Zusammenhänge, die vielleicht ein bisschen komplexer über Bande sind, sagen kann, ups, ach, so hängt das zusammen. Ah ja, da ist die Beziehung, da ist eine Zugehörigkeit, dass ich diese Zusammenhänge auch besser erkennen kann. Wir haben das Thema eben logischerweise Aufgaben, Prozesse digitalisieren in dem integrierten Managementsystem. Wir legen sehr viel Wert auf die personalisierten Sichten, weil wir denken, dass dieser Fokus auf die Benutzerrolle und ihren Use Case, dass das genau einen Unterschied darstellt, einer guten zu einer mittelmäßigen oder gar schlechten Software. Das Thema jetzt auch, welche Kollaborationsfunktionen da drin sind. Im Prozessmanagement muss ich die gleichen Möglichkeiten vielleicht noch ein bisschen besser haben. Wer es gestern gesehen hat, Add-Prozess, ich kann nicht nur Rollen, Personen quasi adden, ich kann auch Objekte adden, dass ich quasi solche Doppelungen oder Textbausteine, die inkonsistent werden können, dass ich sie vermeiden kann, weil ich wiederum in Texten auf andere Objekte verweise. Wir haben nach wie vor dieses Thema Flexibilität und für den Mehrwert durch Customizing. Das werden wir nicht abschaffen, weil gerade in integrierten Managementsystemen wissen wir, dass Methodenanpassungen teils wichtig sind. Wenn ich nichts habe, macht es sehr viel Sinn, mit so einer guten Praxis zu starten. Aber wenn ich was habe, und das habe ich vielleicht auch schon über mehrere Jahre etabliert, dann ist es eben erwartbar oder ist es bei uns erwartbar, dass ich das so anpassen kann, dass ich wirklich an der Stelle andocken kann im Unternehmen mit dem, was schon da ist. Wir haben das Thema Partnerökosystem nach wie vor auf der Agenda. Einige Partner sind ja auch hier. Das ist Know-how-Träger in Branchen, in Themen. Das wollen wir auch weiter forcieren. Insofern ist das so unsere strategische Ausrichtung. Wie gesagt, für den einen oder anderen, der letztes Jahr sehr aufmerksam zugehört hat, ist es jetzt vielleicht ein paar Kleinigkeiten verändern, nicht so viel. Aber das ist das Wesen einer strategischen Ausrichtung, dass sie sich nicht jedes Jahr ändert. Ja, auch das, glaube ich, hatte ich letztes Jahr gezeigt, dass wir so im Kopf haben, wo holen wir ein Unternehmen ab? Eben, das heißt, hier vorne Prozesse etablieren, überhaupt mal das Wissen aufnehmen, Wissen teilen. Wissen als Ressource ist eigentlich die einzige, die sich durch Teilen vermehrt. Sie stiftet eben Nutzen, insbesondere wenn es abgestimmte Prozesse sind. Also wie die Prozesse entstehen, ist mit der wichtigste Schritt. Aber wenn es dann geteilt und zugänglich ist, dann stiftet es extrem viel Nutzen. Denn wie häufig hört man im Unternehmen, dass dieses Klären von Prozessen, und zwar über den formellen QM-Bedarf hinaus, dass das tatsächlich im Alltag, im Sinne, wie kann ich vernünftig arbeiten, wie kann ich ohne Stress und ohne die Rückfragen arbeiten, dass das für viele einfach genau der entscheidende Punkt ist. Das heißt, auch diese entsprechende Beteiligung in der Art, wie die Prozesse dann auch gemacht werden und auch abgestimmt werden, einer der wichtigsten Schritte. Dann geht es dieses Optimieren und tatsächlich bilderbuchmäßig, wenn ich Content habe, kann ich natürlich daran andocken, auch integriert managen. Das wissen alle,
Na, so lehrbuchmäßig geht es häufig nicht, weil da muss ich halt irgendwas umsetzen. Das kommt jetzt, obwohl ich da noch nicht Content habe, dann mache ich es halt parallel. Das heißt, da wird Content, Prozesse und das, was an Anforderungen im integrierten Managementsystem kommt, ein Stück weit parallelisiert. Ja, die Nutzenfälle ist so, dass man jetzt ganz klar sagen kann, Compliance ist einfach wieder stark vorn. Das war vielleicht vor 15 Jahren Haupttreiber. Dann war es nur noch Effizienz. Aber man muss ganz klar sagen, Compliance, und zwar im Sinne auch der Wirksamkeit. Also nachweisbare Wirksamkeit, Nachweis, dass ich mich gekümmert habe. Also nicht nur, dass ich da hier ist dokumentiert und aus die Maus, sondern dass ich mich auch um Wirksamkeit kümmere. Und dazu zählt in der Regel ein bewusstes Risikomanagement und Maßnahmenmanagement oder Kontrollen. Und das ist der Grund, warum das jetzt auch in der 7er-App so konsequent als Grundfunktionalität auch da ist. Weil das ist ein wichtiger Baustein zum Digitalisieren des integrierten Managementsystems. Und jetzt kommen natürlich die anderen. Nach wie vor operative Effizienz bei der Prozessimplementierung, Lokalisierung, inklusive der Schulungsthemen. Das ist, wenn ich wachsen will, wenn ich integriere, ist das extrem wertvoll, wenn man gute Prozesse hat. Gerade in den Unternehmen, die das Thema schlechte Qualität, Cost of Poor Quality tracken, stellen die fest, dass natürlich viele Kosten, die entstehen im Falle von Fehlern. Und Fehlern entstehen ganz häufig eben durch schlecht abgestimmte Prozesse, schlechte Schnittstellenübergänge, Mehrfach-Loops und versuchen eben diese Gesamtkostenrate runterzubringen. Otto Bock, das war letztes Jahr, der Award hat ja dann auch gesagt, naja, wir gehen da von vornherein eher in das Ziel Harmonisierung. Das heißt, die haben sehr stark ursprünglich angefangen mit dem Thema Landkarte, Gesamtabstimmung der Prozesslandkarte, um in Harmonisierung von Prozessen für weltweiten IT-Betrieb reinzugehen. Und das natürlich, wer sich damit beschäftigt hat, da sind massive Kostenhebel drin. Das macht eben einen großen Unterschied, ob ich 5 ERP-Systeme betreibe oder 1. Das Thema Beschleunigung der Strategieumsetzung ist hohe Kunst. Kann man sich gut vorstellen, dass wenn ich sehr bewusst meine Unternehmensstrategie immer wieder verprobe, mit welche Prozesse benötige ich, wann, um eigentlich auch zu liefern, um die Services, die Leistungen an die Kundinnen zu bringen, dass ich das sehr gut wirklich durchsteuern kann, weil es dann nicht nur über irgendwelche Strategie- und Umsetzungsprojekte geht, sondern weil es über den Regelbetrieb, eine Prozessorientierung und klaren Prozessverantwortlichkeiten eigentlich verankert ist. Aber das würde ich sagen, machen die wenigsten vom Reifegrad her. Weil das setzt voraus, dass ich wirklich auch im Management, im Top-Management Verständnis von strategischem Prozessmanagement hat. Wer würde von euch sagen, hat in seinem Unternehmen geht in die Richtung, dass da auch so eine Idee von strategischem Prozessmanagement da ist und was es dem Unternehmen und auch einer Geschäftsführung nutzen könnte? Wer sagt, ich bin da so ein bisschen, wir sind auf dem Weg? Ja. Genau, bei euch hat sich das jetzt ja, glaube ich, positiv entwickelt. Ne? Da gab es ja auch, das ist ja wie immer. Ne? Irgendwann kommt der Moment, wo es dann umkippt und ich kenne das ja in meiner Rolle als interner Berater, ähnliche Rolle wie du sie hast, ja. Da war es immer so, dass die Geschäftsführer sagt, ja super, machen Sie mal, ganz wichtig. Und dann irgendwie denkt man, ja komisch, es war da gerade eine Geschäftsführungssitzung, eine Beiratssitzung, die haben da Dinge entschieden. Das ist irgendwie ganz was anderes, was ich da letzte Woche mit meinem Geschäftsführer besprochen hatte. Haben wir aneinander vorbeigeredet. Ja, und es ist eben so, dass teilweise dieses Gefühl, jemand, der sein ganzes Berufsleben funktional, mit funktionalen Zielen und funktionalen Strukturen gearbeitet hat, so die Idee, was bedeutet Prozessverantwortung? Wie kann ich das organisieren, dass mehr Ende zu Ende gesteuert wird? Wie kriege ich das über Rollen umgesetzt? Das ist da gänzlich, das ist so wie, ich erkläre, wie sieht Grün aus? Du hast Grün noch nie gesehen, schwierig. Ne? Dann wird ein ganz unterschiedliches Verständnis der Farbe Grün haben. So ähnlich ist es beim Prozessmanagement eben auch. Und dann braucht es manchmal, hilft einem, es helfen einem Wechsel, es helfen einem bestimmte Situationen, Notfälle, was auch immer, ja, wo irgendwas kriselt. Und da muss man nutzen. Die Chancen muss man nutzen, weil tatsächlich, das geht nicht von selber. Das weiß jeder von euch, der hier im Saal sitzt. Das ist die anspruchsvollste Thematik, das so wirklich strategisch zu verankern. Operativ sagt ja jeder, ja, und IMS, ja klar brauchen wir das und check, check, check. Am besten dann noch mit möglichst wenig Aufwand. Aber was kann ich damit wirklich erreichen? Auf dem langen Ende das Verständnis wirklich zu haben, ist dann schon hohe Kunst. Jetzt, ich habe nochmal spannend,
Wir haben ja Cofin Pro als Partner im Finanzdienstleistungsbereich. Was mir da nochmal aufgefallen ist, die haben ja auch so Reifegradmodelle. Und die haben jetzt zum Beispiel dieses ganze Thema, die hatten immer so eine Geschichte eben vom Fließtext, schriftlich fixierte Ordnung, in die letztlich Prozessdokumentation und Automatisierung. Und wenn man sieht, was hat sich da geändert, klar, Buzzwords, ne, Hyperautomatisierung, höchste Stufe, ja. Aber was wir in diesem Jahr gemacht haben, ist den ganzen linken Teil schon mal, der ist jetzt quasi zusammengeschrumpft auf ein Objekt, nämlich zu sagen, naja, klar, für viele ist das noch, da ist so eher Fließtext, Dokumente, Verfahrensanweisungen, jetzt wäre im industriellen Kontext der Umgang mit Verfahrens- und Arbeitsanweisungen statt mit Prozessen. Und dann geht es eben in Richtung, wir steuern über eine Prozesslandkarte, wir etablieren eine Verbesserungskultur, wir automatisieren eben so, dass wir Durchgängigkeit haben. Und das ist auch noch ein spannender Punkt. Also da ändern sich natürlich auch die Sichten und so wie sich der mittlere Reifegrad ändert, ändern sich natürlich auch dann Darstellungen. Also klar, Analystensichten machen Markt oder werden auch vom Markt mit beeinflusst. So ist es halt. Da sind dann auch Buzzwords drin. Zum Thema Hyperautomatisierung kann ich jetzt und will ich nichts beitragen. Wir haben natürlich unsere Beiträge, aber wie gesagt, ich halte es für ein ziemliches Buzzword, wenn ich sage, was können wir denn mit Aeneas tun, um die digitale Transformation vorantreiben? Dann ist es der linke Teil unser Schwerpunkt, nämlich Digitalisierung des integrierten Managementsystems. Da wollen wir das tun, wo wir glauben, uns gut auszukennen. Der rechte Teil, den können wir auch digitalisieren von Prozessen. Das machen wir nämlich mit BPM Flow, mit unserem Partner TIM Solutions. Aber das ist nicht unsere Kernkompetenz, sondern wir denken, dass es sich extrem gut ergänzen kann, weil es eben je nach Anforderung genau auf der Basis definierter Prozesse zusammenspielen kann. Aber im integrierten Managementsystem, da haben wir eben das Thema Prozesse, Stammdaten. Wir haben das Thema Risikenkontrollen, Maßnahmen, Audits. Das Thema automatisierte, erstellte Organigramme, die Dashboards, dynamische Visualisierung, die den Akteuren helfen, ganz bestimmte Sachverhalte aus ihrer Sicht besser zu verstehen. Wir haben Zusammenarbeit, Aufgaben, Verbesserungsmanagement und last but not least sowas wie Release-Management, Kenntnisnahmen, Erinnerungen, Aufgaben, die dazu führen, dass ich mich mit Änderungen auseinandersetzen muss. Ja. Auch das ist so ein bisschen Pain in the ass. Natürlich ist das nicht schön, wie die ganzen Erinnerungen da immer reinprasseln, aber soll die jemand manuell machen? Nee, dann machen wir sie lieber automatisiert und machen uns Gedanken, wie wir die Leute, die wir immer noch nicht erreichen, was das Problem ist, warum wir die eigentlich nicht erreichen und reden mit denen. Ja. Rechts Human Workflow Management, wie gesagt, mit BPM Flow TIM. Das ist der Fall, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt genau die Bereiche, die mir fehlen, auch automatisieren. Und was wir mit Aeneas haben, ist, dass wir jede Menge Konnektoren anbieten, egal ob SAP, jetzt neu auch LeanIX, die REST-API, sowas wie SCIM V2, das ganze AD, Azure Active Directory Anbindung, Jira oder SharePoint. Und natürlich setzen wir auch darauf, dass in Unternehmen sowas wie eine BI-Strategie entsteht, weil zu sagen, Herr Aeneas ist der Datenlieferant, ja, für die Daten aus dem integrierten Managementsystem. Der Rest kommt aus operativen Systemen. Da muss ich eine BI-Strategie haben, weil ich sage, ich präsentiere den Menschen in meinem Unternehmen tatsächlich die Unternehmenskennzahlen über Dashboards in einer einheitlichen Art und Weise, die dann wirklich zur Gesamtsteuerung genutzt werden. Ja, das wäre in Aeneas partielle Sichten für das Thema Steuerung integriertes Managementsystem, ist klar. Aber wenn ich sage, gerade betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die kommen dann über eine BI-Plattform. Und bei den Workflows, da ist es eben so, dass wir sagen, wir haben ja diese beiden Achsen, Systemintegration, Komplexität der Prozesse von niedrig bis hoch, aber auch unabhängig der Fachabteilung. Das ist ja der Grund, warum alle über No-Code, Low-Code sprechen. Möglichst rechts. Die Fachabteilung kann Workflow machen. Ja. Braucht die IT nicht. Die IT kriege ich ja nicht. Engpassressource, all die ganzen Geschichten bis hin zu den Kosten. Und dann sagt man ja, okay, die Kernprozesse, die in vielen Unternehmen durch Standardsystemen automatisiert sind, ERP und Co., die sind da oben. Da haben wir nichts mit zu tun. Das sind Workflows, die von diesen Systemen kommen. Da haben wir sowas wie hochintegrierte programmierte Workflows à la Camunda, also ein System, wo ich wirklich einfach ganz klar auch eine IT-Kompetenz brauche, um das überhaupt zu tun, aber damit hochspezifische Workflows hochintegrativ bauen kann. Dann kommen wir jetzt die ganzen Unterstützungsworkflows mit allen Systemen. Ja, das haben wir jetzt auch schon Kunden gehabt, die gesagt haben, wir haben doch Power Automate, wozu brauchen wir dann noch eine andere Engine? Ja, wenn man sich dann mit Power Automate auseinandersetzt, welches Know-how man dazu braucht, was man auch damit kann, was man eher nicht gut kann,
wird man feststellen, auch das hat eben gewisse Grenzen. Es liegt in einem bestimmten Segment. Das heißt, ich komme damit schon näher an die Fachabteilung ran. Aber ich habe Integrationsthemen. Wenn ich da nicht sehr viel Know-how habe, dann habe ich Grenzen. Und dann kommt genau dieser Widerspruch. Da kann auch keine Technologie erstmal im Moment was ändern. Die hohe Unabhängigkeit der Fachabteilung und eine komplexe Systemintegration, das kriege ich eigentlich nicht unter einen Hut nach dem Motto, ich klicke mir mal den Workflow zusammen. Als Fachabteilung und mache das. Das ist eben technisch, logisch kaum möglich. Jedenfalls bis heute nicht. Und da wird wahrscheinlich auch AI in Zukunft nicht so viel dran ändern. Und dann sind wir noch da in dem Bereich mit Flow, wo wir sagen, Geschäftsprozesse, Backoffice-Prozesse, End-to-End, Human Workflow, wo ich genau keine Lösung in den Standardsystemen finde, aber eben relativ fachbereichsnah definieren möchte. Und da ist dann der Einsatzfall für BPMN-basierte Prozessautomatisierung, abgestimmte Prozesse, die angereichert und dann automatisiert werden. Was noch zum Thema Digitalisierung? Wir haben den RX-Connector, habe ich schon genannt. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich beliebige Elemente der Prozesshierarchie zu LeanIX synchronisieren. Wir haben andersrum Applikationshierarchie, Schnittstellen, die in Richtung NAs eingelesen werden, dort auch eben systematisch in Prozessen genutzt werden. Wir haben tatsächlich die Zuordnung von Applikationen zu Prozessen, die erfolgt in NAs, sodass das dann das heißt, für die Zuordnung ist NAs führend. Und natürlich können wir auch weitere Beziehungen, Factsheets, auch weitere Dinge austauschen, sofern sie eben benötigt werden. Weil worum geht es? Es geht an sich ja um eine Konsistenz und dann die Frage, welches System löst welche strategischen Steuerungsaufgaben. Ich habe ja ein Architekturmanagement auch nicht zum Spaß, sondern es hat ja auch Use Case und Sie fragen, was sind die Haupt-Use Cases im Architekturmanagement? Dann kann man auf die Frage, welche Daten sind sinnvollerweise auszutauschen, um diese Entscheidungen auch gut zu unterstützen. Ja, das war der kleine inhaltliche Einflug. Jetzt endlich 30 und 18. Wer weiß, was die beiden Zahlen bedeuten? Also, NAs wird Ende des Jahres 30 und Intellior wird Ende des Jahres 18. Da werden wir dann auch noch gebührend feiern. Also insofern, wir haben schon eine lange Reise hinter uns und es wird hoffentlich noch eine lange Reise mit euch als Kunden und euren Anforderungen werden.